Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren, noch immer etwas anderen Tuk-Talk-Sendung. Wir schauen uns derzeit innerhalb der Universität nach Personen um, die sich während der Corona-Pandemie für deren Bekämpfung einsetzen. So haben wir heute gleich 3 Gäste, mit denen ich über die Produktion von Schutzvisieren und Desinfektionsmittel sprechen werde. Ja, Michael Sturz ist Promovent in der Professur Medieninformatik und beschäftigt sich dort eigentlich mit der Frage, wie sich Schnittstellen in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine verbessern lassen. Seit vergangenem Jahr ist der 33-jährige Familienvater im Stadtlabor auf dem Brühl involviert. Dort geht es darum, gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern Projektideen für ein besseres Zusammenleben zu entwickeln und auch Prototypen, zum Beispiel mit einem 3D-Drucker, herzustellen. Und in diesem Kontext brachte er sich auch in die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein, indem er Gesichtsschilde für helfende Berufsgruppen anfertigte. Herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo. Auch die Professur für Fabrikplanung und Fabrikbetrieb war mit der Herstellung von Gesichtsvisieren betraut. Zeitweise waren daran sogar bis zu 20 Personen beteiligt. Einer von ihnen ist der Promovent Hendrik Unger. Normalerweise ist der 30-jährige Sachse im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum tätig. Dort unterstützt er mittelständische Unternehmen mit verschiedenen Angeboten beim Digitalisierungsprozess. Er wünscht sich, dass wir die Dinge, die wir durch die rapide Veränderung unseres Alltags gelernt haben, sinnvoll in die Zeit nach der Corona-Pandemie transportieren. Herzlich willkommen, Herr Unger. Hallo. Ja, und mit einer anderen, aber genauso wichtigen Aufgabe befasste sich Frau Dr. Susanne Ebert. Sie und 3 weitere Angestellte des Instituts für Chemie produzierten beispielsweise für die Feuerwehr Desinfektionsmittel, als es hier zu Engpässen kam. Normalerweise beschäftigt sich die gebürtige Karl-Marx-Städterin mit der Beschichtung von Fasern für die Herstellung von Verbundwerkstoffen. Inzwischen kann sie es aber kaum erwarten, dass alle Kolleginnen und Kollegen bald gesund und munter an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ebert. Hallo. Ja, Frau Dr. Ebert, mit Ihnen starten wir gleich. Sie sind Experte, wenn es um Desinfektionsmittel geht. Im Verlauf der Pandemie kam es ja nun aber zu regelrechten Ausverkäufen. Was ist denn eigentlich Desinfektionsmittel aus der Sicht einer Chemikerin? Die von der WHO empfohlene und auch als Basis für unsere Herstellung dienende Rezeptur besteht zu mindestens 70% aus Alkohol. Das kann entweder Ethanol oder Isopropanol sein. Dann aus einem geringen Anteil Glycerin als Feuchthaltemittel. Dann Wasser natürlich und ebenfalls zu einem kleinen Teil aus Wasserstoffperoxidlösung. Wobei diese Wasserstoffperoxidlösung dazu dient, in dem frisch hergestellten Desinfektionsmittel mögliche Keime und Bakterien abzutöten. Das zersetzt sich im Laufe der Zeit und hat dann im eigentlichen Desinfektionsmittel keine Wirksamkeit mehr. Das so hergestellte Desinfektionsmittel dient zum Abtöten von Bakterien oder eben auch sogenannten umhüllten Viren, wie es auch die Coronaviren sind. Und um da einen vollständigen Schutz zu erhalten, ist eine sachgerechte Handhabung von Bedeutung. Das bedeutet, dass die komplette Handinnen-, aber auch Handaußenfläche und vor allen Dingen die Bereiche zwischen den Fingern ausreichend mit Desinfektionsmittel befeuchtet werden und diese auch nach meiner Kenntnis mindestens 30 Sekunden einwirken soll. Ja, und aufgrund dieser Lieferengpässe, die es da gab, mussten ja Produktionsalternativen geschaffen werden. Und so wurde schließlich das Institut für Chemie um die Herstellung von Desinfektionsmitteln gebeten. Wie kam es denn eigentlich dazu und wie muss man sich denn diesen Herstellungsprozess als Laie vorstellen? Also vorab, vielleicht ganz kurz, alle Chemikalien an der TU Chemnitz sind mit Menge und einem zugehörigen Mitarbeiter in einem Kataster, dem sogenannten Klacks, hinterlegt. Auf dieses Klacks hat auch die Feuerwehr Chemnitz Zugriff, normalerweise für Notfälle. Und so konnten die eben sehen, dass im Chemikalienlager am Institut für Chemie größere Mengen an Ethanol und Isopropanol vorrätig waren. Und diese wurden schließlich vom Katastrophenschutz sichergestellt. Das bedeutete, dass Frau Bendorf, eine von beiden Mitarbeiterinnen aus dem Chemikalienlager, von diesem Zeitpunkt ab keine der Chemikalien mehr an Dritte ausgeben durfte. Was das Herstellen angeht, das ist relativ unkompliziert. Das ist eigentlich nur Zusammenschütten der einzelnen Komponenten und Mischen.
Das ging wirklich unproblematisch. Die größte Herausforderung bestand darin, dass wir relativ spontan agieren mussten. Wir haben erst relativ spät erfahren, dass bereits am nächsten Vormittag größere Mengen von Katastrophenschutz benötigt werden. Das hing mit der Eröffnung des Corona-Zentrums in der Messe Chemnitz zusammen. Ja, und so haben wir uns dann früh bei Zeiten im Chemikalienlager getroffen und haben da fleißig angemischt. Ja, das Desinfektionsmittel ist jetzt das eine, aber später im Pandemiegeschehen kam dann ja noch die Empfehlung und später auch die Pflicht hinzu, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Beispielsweise bei Zahnärzten werden dann aber auch zum Beispiel diese Gesichtsvisiere eingesetzt. Und das ist etwas, darum hast du dich ja gekümmert, Michael. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, diese Gesichtsschilde selbst zu produzieren? Also auf die Idee bin ich nicht gekommen, sondern das war Ende März, wo eben nicht nur Desinfektionsmittel, sondern auch generell personelle Schutzausrüstung wie Gesichtsvisier oder auch Mundschutz knapp war, hat sich eine Initiative von zeitweise bis zu 6000 Makern, also hauptsächlich Privatpersonen mit 3D-Druckern zusammengefunden, namens Maker vs. Virus, die ehrenamtlich sich zusammengeschlossen eben solche Gesichtsvisiere herstellen. Und die haben sich in sogenannten Hubs organisiert, also es waren immer kleine Zusammenschlüsse von einigen Makern in größeren Städten und die haben eben angefangen mit ihren 3D-Druckern dezentral Gestelle für Gesichtsvisiere zu drucken und zusammenzubauen. Und so war das auch hier in Chemnitz. Anfang April haben sich einige private Maker zusammengefunden und eben an Ärzte, Freiwillige Feuerwehr oder Pflegeheime eben Gesichtsschilder auszuliefern. Und da haben wir von einer Mitmacherin, also eine Person, die bei uns mit in unseren Projekten involviert wird, von der Initiative gehört und da kam ich auch erstmal mit der Idee rein, ich kann jetzt selber hier mitmachen mit unseren 3D-Druckern und den Lasercutter. Und gerade da solche Community-Projekte auch in unserem Forschungsinteresse von unserem Stadtlabor liegen. Aber da kam relativ schnell der Leiter des Hub Chemnitz auf mich zu, weil es für ihn die Koordination nicht mehr machbar war, das neben der Arbeit zu machen. Und so habe ich dann die Koordination übernommen. Und genau, das, was ich auch in meiner Arbeitszeit machen konnte. Und das war halt also nicht mehr 3D-Drucken, sondern selber eben die Sachen einsammeln, die Maker hier im ganzen Raum Chemnitz gedruckt haben und das zusammenbauen und auch die Kommunikation aufbauen mit Leuten, die eben sowas brauchen. Genau, und so ist dann das Stadtlabor quasi und auch hauptsächlich mein privates Arbeitszimmer zum Knotenpunkt für diesen Hub geworden. Genau, der aber nicht nur aus mir, sondern aus vielen Ehrenamtlichen steht, ungefähr 15 Makern in Chemnitz, die das alles ehrenamtlich machen. Es klingt auf jeden Fall nach ganz schön viel Arbeit. Ja, neben dir hat sich ja dann auch der Herr Unger mit der Produktion von Gesichtsschilden beschäftigt. Wie kam es denn bei Ihnen dazu? Ich hatte zu Beginn der Corona-Krise dann irgendwann, dadurch, dass ich eigentlich sonst viele Projekte im Labor mache, erstmal so ein bisschen ein Loch in meiner Arbeitstätigkeit, sage ich mal, nachdem wir zu Hause bleiben mussten und hatte den Wunsch, da irgendwie was zu tun. Und da kam eines Abends eine E-Mail von einem Kollegen von mir, denn seine Tante arbeitet im Klinikum Chemnitz und die sollte eben in so eine Abteilung für diese Corona-Patienten reinkommen und die hatten eben keine Schutzvisier oder keine Schutzausrüstung. Er hatte damals schon erfahren, dass es eben die Möglichkeit gibt, solche Masken zu drucken und er wusste, dass bei uns im Kollegenkreis einige Leute privat 3D drucken und hat einfach gefragt, ob jemand Lust hätte, da was mitzumachen. Und so haben wir dann irgendwie angefangen. Und das hat auch in unserem Kollegenkreis relativ schnell Resonanz gefunden, sodass wir sehr schnell 4, 5 Leute waren, die da losgemacht haben. Und haben natürlich dann auch gleichzeitig zur Produktion versucht, noch mehr Leute zu begeistern. Und dann auch die Drucker, die bei uns an den Professuren vorhanden sind, mit eingebunden. Und dann auch so ein paar Firmen, die relativ nahe stehen. Und da sind wir dann zu ungefähr einer Größe von 20 Personen gewachsen, die da mitgedruckt haben und konnten dann eben erstmal das Klinikum Chemnitz versorgen. Und danach kam dann eine Anfrage vom Klinikum mit weiter. Das war scheinbar so eine Art Mundpropaganda. Und so ging es dann Schlag auf Schlag weiter, bis wir dann eben den Kontakt auch zu Michael hergestellt haben und dann zu einer größeren Gruppe geworden sind. Ja, und wo sehen Sie denn eigentlich den Mehrwert von Gesichtsschilden, Herr Unger? Diese sind ja vielleicht doch ein bisschen sperriger als eine Maske.
Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Da können wahrscheinlich jetzt ein Virologe mehr dazu sagen. Ich aus meiner Sicht würde sagen, der absolute Mehrwert war die Verfügbarkeit. Es war ja wirklich das Problem, dass einfach nichts da war. Und über den 3D-Druck gab es eben die Möglichkeit, doch eine beachtliche Fertigungskapazität aufzubauen innerhalb kürzester Zeit. Von daher einfach quasi das, was eben jetzt zur Verfügung stand. Dann für manche Berufsgruppen war es ja tatsächlich vorgeschrieben. Das waren dann auch unsere Hauptkunden, sage ich mal, ne, also alles, was im Gesundheitssektor war und dann, wo sich langsam wo langsam wieder geöffnet wurde, eben Kosmetiker, Friseure, Ärzte, die sind ja diejenigen gewesen, die uns am weitesten oder am meisten angefragt haben. Dann hatten wir tatsächlich auch eine relativ große Anfrage von einem Taubstummenverein oder von zweien sogar, weil dort eben das Problem besteht, die können ja ihren Mund nicht sehen, wenn die so eine Maske aufhaben, also einen normalen Gesichtsschutz, und für die war das eigentlich die einzige Lösung, weiter kommunizieren zu können. Ja, und jetzt aus meinem privaten Verständnis sind die Gesichtsmasken wahrscheinlich sogar die bessere Lösung. Das ist ja der Grund, warum die dann vorgeschrieben wurden. Aber wie gesagt, Verfügbarkeit ist alles. Ja, inzwischen befinden wir uns ja jetzt auch in den wärmeren Monaten des Jahres. Michael, wo siehst denn du eigentlich die Vor- und Nachteile eines Gesichtsvisiers gegenüber einem Mund-Nasenschutz? Also in erster Linie geht es beim Tragen von diesem persönlichen Schutzausrüstung nicht damit, wie das Wetter ist, sondern muss sich das nach dem Infektionsgeschehen richten und ob das für die Sicherheit wichtig ist. Und das sagen wir auch immer vielen, weil viele eben auch anfragen, ob sie anstatt dem Mundschutz eben diese Visiere tragen sollen. Und mit der Ausnahme von dem, was Hendrik bisher schon gesagt hat, dass eben zum Beispiel bei Taubstummen und dass das dann natürlich ein Vorteil ist, dass das für die Gesichtspartie, für die Kommunikation ein wichtiger Bestandteil ist, ist es kein Ersatz, also ein Gesichtsvisier. Weil, also man kann sich vorstellen, durch die Tröpfcheninfektion, also die an diesem Schild, hier habe ich mal eins, bleiben die Tröpfchen, die man so ausspuckt während dem Reden, so hängen. Aber man hat ja mittlerweile herausgefunden, dass sich das Virus auch über Aerosole in der Luft verteilen kann und die man unter dem Visier dann doch einatmen kann. Genau, aber gerade auch für Berufsgruppen, wie wir das jetzt schon angewendet, wie Zahnärzte, wo es klar ist, oder Kosmetiker, wo die Kunden dann oder Patienten keinen Mundschutz tragen können, ist es zusätzlich wichtig, dass dann die Zahnärzte zum Beispiel eben was zusätzlich neben ihrem eigenen Mund-Nasenschutz natürlich tragen. Aber grundsätzlich ist ein Visier besser als nichts, in jedem Fall. Und da, wo zum Beispiel nichts vorgeschrieben ist und Leute uns fragen, ob sie nicht welche haben können, da geben wir die gerne ab. Gibt es denn eigentlich unterschiedliche Modelle oder individuelle Anfertigungen je nach Bedarf? Hier muss man sich doch bestimmt auch an Standards halten, oder? Also wir haben im Wesentlichen 2 Modelle produziert. Das ist natürlich im Rahmen der Mega-Community, hat da jeder ein bisschen dran rumgepfuscht, sage ich mal. Da gibt es mittlerweile wahrscheinlich eine Unzahl an verschiedenen Modellen. Aus meinem Kenntnisstand der Ursprung ist wahrscheinlich das Modell Prusa, was eben, genau was Michael jetzt gerade auch in die Kamera hält. Das ist eigentlich ein Druckerhersteller quasi, ein 3D-Druckerhersteller und auch ein begeisterter Maker. Und ich glaube, der ist mit der Idee komplett gewachsen. Also er hat diese Bewegung weltweit angestoßen, nach meinem Kenntnisstand. Man hat jetzt schon gesehen, dass dieses Schild relativ massiv ist, ist dementsprechend auch langwierig zu produzieren, weil der Drucker ja nur eine gewisse Menge an Plastik aufschmelzen kann. Deswegen sind wir dann noch für die Berufsgruppen, wo das ging, auf das Modell Brüssel umgestiegen. Man sieht, das ist sehr, sehr viel dünner. Das kann man also in irgendwie 20, 30 Minuten drucken und das von Michael, je nachdem, was man eben von Drucker hat, innerhalb von 2, 3 Stunden. Das waren eigentlich so die wesentlichen Modelle, die wir hergestellt haben. Genau, also da gab es auch noch andere Modelle. Und grundsätzlich muss man sagen, das sind natürlich behelfsmäßige Sachen, weil sowas wird typischerweise zertifiziert und das kam halt also hauptsächlich durch die Notlage in dieser Situation, dass es keine Ausrüstung diesbezüglich gab, dass damit angefangen wurde. Mittlerweile ist auch Spritzguss eben sozusagen, haben die angefangen und sind auch die Stückzahlen wesentlich größer, die damit produziert werden können, die auch zertifiziert werden können. Es war großteils eine behelfsmäßige Sache und wir können ja auch viele Sachen nicht garantieren, die in anderen Bereichen sozusagen notwendig sind. Also wir können nicht sagen, dass die desinfiziert sind. Das schaffen wir zum Beispiel gar nicht.
Ja, aber immer noch besser als nichts, ne? Ja, mittlerweile haben wir jetzt ja auch die erste Corona-Welle gemeistert. Mund-Nasen-Bedeckung und Desinfektionsmittel sind natürlich noch immer im Alltag präsent. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Gesichtsvisiere und wie viel Desinfektionsmittel wurden denn eigentlich von Ihnen bisher produziert? Und noch viel wichtiger, was hat das eigentlich gekostet und wer finanziert das? Ich starte mal. Wir haben in unserer einmaligen Aktion ca. 650 Liter Desinfektionsmittel hergestellt. Dann waren einfach alle vorrätigen Chemikalien erstmal verbraucht und es gab eben auch da Lieferengpässe, um dass wir jetzt hätten nachbestellen können, um neues Desinfektionsmittel noch herzustellen. Ja, wir im Hub Chemnitz, ich habe das mal zusammengezählt, in den letzten 12 Wochen haben wir ungefähr 1850 Gesichtsschilder abgegeben. Die Zahl ist jetzt auch, also was pro Woche wir rausgegeben haben, ist jetzt auch gesunken wieder. An insgesamt so 110 unterschiedliche Institutionen und Privatpersonen. Und das Ganze für die Initiative konnte gespendet werden, also für die Überinitiative Maker vs. Virus, und die Maker, die sich dann eben Materialkosten hatten, konnten sich daran dann das Geld zurückholen. Andererseits haben wir aber auch Unterstützung von lokalen Unternehmen bekommen, die zum Beispiel die Visiere für die Gesichtsschilde gelasert haben. Und wir haben einige Materialien wurden auch von der Professur Medieninformatik bezahlt, genau. Aber viele Kosten wie Stromrechnung und Fahrtkosten zu den Anfragenden, die kann man schwer abrechnen und beziffern. Und generell ist da sehr viel ehrenamtliche Arbeit mit drin, wo keine Preiskalkulation in dem Sinne ist. Und die ist halt eigentlich unbezahlbar, wo dabei da so viele mitgemacht haben und ihre Zeit reingesteckt haben. Und die ist sehr wertvoll. Ja, jetzt bleibt eigentlich für mich gar nicht mehr viel zu sagen, da ich ja auch bei Michael quasi mitgearbeitet habe. Wir haben angefangen, so ein bisschen Restmaterialien. Das hat jeder, der so einen 3D-Drucker hat diverse Spulenmaterial zu Hause liegen im Regelfall. Auch an der Uni ist dort mitgenutzt worden und dort wurde quasi von den Materialien, die an den Professoren zur Verfügung standen, einfach gedruckt. Und ja, zum Teil gab es dann kleinere Spenden und dann haben wir ja eigentlich versucht, das in Richtung Maker vs. Virus zu lenken, damit das alles zentral verteilt werden kann an diejenigen, die es wirklich brauchen. Ja, dann zum Schluss vielleicht nur noch die Frage in die Runde, was haben Sie denn eigentlich persönlich in der Corona-Zeit gelernt und was werden Sie vielleicht auch in den Alltag nach Corona übernehmen? Ja, ich muss sagen, für mich war das schön, mal zu sehen, dass man auch durchaus entspannter an die Arbeit rangehen kann und einfach gezwungenermaßen durch Kinderbetreuung und was eben sonst noch anstand und dass trotzdem Dinge fertig werden. Also es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, die 8 oder 10 Stunden am Tag zu machen. Geht auch mit weniger und es passiert trotzdem was und man kann das Leben da entspannter angehen und kann auch viel mehr mit seiner Familie zusammen Zeit verbringen. Und das ist eigentlich eine schöne Sache gewesen. Das werde ich versuchen, in irgendeiner Form weiter zu nutzen. Genauso wie eben das Homeoffice, was jetzt quasi erzwungen wurde. Auch wenn es jetzt noch nicht ganz so geregelt ist, wie das absolut funktionieren wird. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen, Wochen ergeben. Ja, also ich fand es gut, dass man gezwungen war, umzudenken und viele neue digitale Lösungen zu finden, was man sonst in Präsenz gemacht hat. Und hoffe, dass davon viel erhalten bleibt, aber auch gerade eben durch dieses Projekt Maker vs. Virus, wo eben viele Netzwerke entstanden sind und wo man sich jetzt überlegen muss, wie kann das weitergehen? Und da freue ich mich, dass ich hoffe und denke, dass diese Netzwerke weiter bestehen und neue Potenziale möglich sind. Ich für mich habe vielleicht in vielerlei Hinsicht eine andere Wertschätzung, eben gerade dem angesprochenen medizinischen Personal oder Pflegediensten neu gelernt, aber auch so ein Stück weit Entschleunigung, eben was der Herr Unger schon sagte, dass man mal so aus dem typischen Arbeitsalltag ausbricht und seine tägliche Struktur neu organisieren muss, aber vielleicht halt auch durch die Einschränkungen ein Stück weit seine Hektik heruntergefahren hat. Ja, und das versuche ich auch in Zukunft mitzunehmen.
Ja, Frau Dr. Ewert, Herr Unger, lieber Michael, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke in den jeweiligen Bereich und wünsche Ihnen, dass Sie möglichst bald zu Ihrer eigentlichen Arbeitsaufgabe zurückkehren können. Bis dahin, alles Gute. Danke. Danke. Wiedersehen. Ja, und wie immer können Sie unsere eingeblendete E-Mail-Adresse nutzen, um uns Feedback zur Ausgabe zu geben oder uns Gäste und Themenvorschläge zu senden. Bis bald und bleiben Sie gesund.